Lieber Lockdown-Leitgenosse, liebe Lockdown-Leitgenossin, in meiner kleinen Serie zum Thema handlungsfähig im Lockdown schauen wir uns heute mal die Videoproduktion an. Du erfährst, welche Ausrüstung du für deine ersten Videos mindestens brauchst und in den weiteren Folgen, wie du dein erstes Video schneidest und dann auf YouTube veröffentlichst. Wenn dich dieses Thema also interessiert, dann bleib jetzt dran. Vor einem knappen Jahr habe ich damit begonnen, YouTube-Videos aufzunehmen. Und am Anfang stand ich, wie du jetzt vielleicht, vor der Frage, welche Ausrüstung braucht man dafür überhaupt? Da ich nicht wusste, ob mir das Videomachen überhaupt gefällt, wollte ich vor allem keine Unsummen dafür ausgeben. Daher stelle ich dir jetzt mal mein Minimal-Equipment vor, mit dem ich bis heute über 165.000 Aufrufe erzielt habe. Und das Beste daran, die Gesamtkosten für diese Ausrüstung lagen bei weniger als 200 Euro. Ich zähle für euch mit. Als erstes braucht ihr selbstverständlich eine Kamera. Tatsächlich habe ich bis vor diesem Video hier alles mit meinem alten Handy aufgenommen. Das hier. Das hatte ich logischerweise schon. Für den Anfang empfehle ich dir einfach auch dein Handy zu nehmen. Bei mir war das ein iPhone 8, also auch kein ganz neues Modell. 3 bis 4 Jahre altes Handy ist also absolut ausreichend für deine ersten Gehversuche. Kosten also bisher 0 Euro. Das Handy muss natürlich irgendwie festgehalten werden. Also benötigst du ein Stativ. Auch hier gilt, wenn du noch nicht weißt, ob Videos machen das Richtige für dich ist, dann musst du keine Unsumme ausgeben. Bei mir war das erste Modell so ein Hama-Stativ. Es kostet etwa 25 Euro, blende ich dir ein. Wir halten also 25 Euro für das Stativ fest. Dann was Wichtiges, ein Mikrofon. Guter Ton ist absolut entscheidend, denn die Zuschauer verzeihen dir ein suboptimales Bild tausendmal eher als einen suboptimalen Ton. Hier solltest du also nicht am falschen Ende sparen. Ich habe mir so ein Podcast-Mikrofon gekauft, das ich an den Tisch geklemmt habe, weil der Ton für mich eben ganz wichtig war. Einfacher ginge es mit einem Bluetooth-Headset wie diesem hier, das du dann direkt mit deinem Handy koppelst. Dadurch nimmst du sowohl Bild als auch Ton mit demselben Gerät auf und du musst dir dann deine Aufnahme nur noch auf den Computer überspielen und dich nicht um Synchronisierung von Ton und Bild oder ähnlichen Dingen kümmern. Es soll ja einfach sein. Eine andere Möglichkeit, wenn du mit dem Smartphone filmst, ist so ein Ansteckmikro wie dieses hier oder ein Richtmikro, das du auf dein Handy aufstecken kannst. Alle diese Varianten sind sogar günstiger als meine Lösung mit dem Podcast-Mikrofon. Aber ich will ja nichts künstlich günstiger rechnen, also 90 Euro für Mikrofon und Halterung zusammen, das war mein Equipment, macht zusammen 115 Euro. Als nächstes Licht. Nutze so viel Tageslicht, wie du kriegen kannst. Wenn das nicht hilft bzw. nicht genug ist, dann kauf dir eine LED-Leuchte. Ich habe diese hier von Nuwear und die ist völlig in Ordnung. Es gibt noch andere Lichtquellen, die du anschließen kannst, wie Ringleuchten oder Softboxen. Aber für den Start möchte ich da jetzt gar nicht drauf eingehen. Es soll ein Schnellstartvideo sein und das war eben mein Equipment. Die LEDs bringen einfach die größte Lichtmenge in einem Gerät. Kosten waren bei mir ungefähr 70 Euro, da ich schon ein Stativ zum Aufstellen zu Hause hatte. Macht also insgesamt 185 Euro. Natürlich brauchst du noch deinen Computer bzw. einen Laptop, mit dem du das Ganze dann schneidest. Der sollte nicht zu alt sein, denn Bewegtbildbearbeitung braucht einfach Rechenleistung. Ich vermute aber stark, dass du einen Rechner zu Hause hast und wenn nicht, dann kannst du immer noch dein Video sogar mit deinem Handy schneiden. Also bleiben wir bei 185 Euro Kosten stehen. Damit ist aber die Liste der Hardware schon komplett. Also ein Handy zum Aufnehmen, ein Stativ, ein Mikrofon, eine Leuchte, falls das Tageslicht nicht ausreicht und euren Rechner. Kommen wir zur Software. Wenn du einfach nur dich beim Sprechen aufnehmen möchtest, dann brauchst du nur ein Schnittprogramm. Falls du, so wie ich das meistens mache, dein Kamerabild zusammen mit dem Bildschirm aufnehmen willst, dann brauchst du eine sogenannte Capturing Software, um damit die gewünschte Bildkomposition gleich bei der Aufnahme zu erstellen. Erspart einen Haufen Zeit. Die Capturing Software, die ich nutze, nennt sich OBS, Open Broadcaster Software, und ich werde sie in einem späteren Video mal genauer vorstellen. Das Coolste aber vorab, OBS ist ein Open Source Programm und damit komplett kostenlos. Fehlt nur noch das Videoschnittprogramm. Hier habe ich zugegebenermaßen wenig Vergleichsmöglichkeiten, da ich mir nur wenige Schnittprogramme angesehen habe. Ich verwende die beiden Videoschnittprogramme von Adobe.
Und eines der beiden ist auch meine Empfehlung. Wenn es wirklich einfach sein soll und dennoch genug Optionen bieten soll, dann kannst du Adobe Premiere Rush für deine Videos verwenden. Gibt es übrigens auch fürs Handy, falls du keinen Rechner zum Schneiden hast. Adobe Premiere Rush kannst du mit allen Funktionen erstmal kostenlos testen. 3-mal kannst du dein Video rendern, also dein fertig geschnittenes Video als Datei ausspielen. Erst danach kostet es was und auch dann ist der Preis mit etwa 10 Euro pro Monat moderat. Auch auf dieses Programm gehe ich nochmal genauer ein. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses kurzen Ausrüstungsvideos. Du siehst, um deine eigenen Videos für dein Business zu erstellen, brauchst du gar keine großen Ausgaben zu tätigen. Für unter 200 Euro bekommst du ein Setup, das für den Anfang absolut ausreicht. Ich habe dank meiner Videos viele neue Kunden erreicht und du kannst es mit Sicherheit auch. Wie immer gilt natürlich, wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, ein Abo und einen Daumen hoch dazulassen. Und wir sehen uns beim nächsten Video zum Thema handlungsfähig im Lockdown wieder. Bis dahin, bleib gesund, dein David. Ciao.